Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie die Versa KR mit dem Smart Clip Dosierer abdrehen und welche Einstellungen dabei zu beachten sind. Insbesondere, dass die Maschine jedes Mal neu kalibriert werden muss, wenn Sie das Saatgut, die Stellung der Bodenklappen oder Schieber, die Antriebsübersetzung oder die Anzahl der aktiven Reihen ändern. Für die jeweiligen Einstellungen an der Maschine nutzen Sie bitte die Anweisungen und Tabellen in Ihrer Betriebsanleitung oder unsere kostenlose Horsch Assist App, die Sie im Play Store oder im App Store herunterladen können. Den Link dazu finden Sie in der Videobeschreibung. Öffnen Sie nun die Horsch Assist App und tippen Sie auf das Smart Clip Symbol. Jetzt können Sie die erforderlichen Parameter eingeben. Achten Sie dabei auf die Ausstattung Ihrer Maschine. In den Ergebnissen werden Ihnen nun Vorschläge für die Einstellungen an der Maschine angezeigt. Wählen Sie eine Option aus, vorzugsweise aus den idealen Einstellungen. Hier sehen Sie eine Übersicht, welche Einstellungen vor der Abdrehprobe an der Maschine vorgenommen werden müssen. Das Saatgut erfordert einen Austausch der Sähräder. Klappen Sie hierzu den Schutz auf, um an die Welle des Särads zu gelangen. Diese kann vollständig entnommen werden. Für das Saatgut wird das Sährad grob benötigt. Ziehen Sie den Lagerring ab, um das Rad entnehmen zu können. Anschließend setzen Sie die Einheit mit dem gewählten Rad wieder zusammen. Setzen Sie die Einheit wieder in den Smart Clip Dosierer ein und schließen Sie die Abdeckung, bis sie einrastet. Stellen Sie den Hebel der Bodenklappe auf die vorgegebene Position ein. Für den Abdrehvorgang muss der Hebel auf Abdrehen gestellt werden. Der Schieber muss in diesem Fall auf die Stellung B positioniert werden. Passen Sie außerdem die Zahnradpaarung entsprechend der Vorgabe aus der Tabelle oder App an. Im nächsten Schritt müssen im iManager die folgenden Eingaben vorgenommen werden. Wechseln Sie in das Produktmenü. Hier geben Sie nun die gewünschte Ausbringmenge des Produkts ein. Zur besseren Übersicht kann die Menge eingegeben werden, welche befüllt wurde. Nun können Sie entweder über dieses Icon zum Abdrehmenü wechseln oder Sie gehen zurück zur Hauptmaske und gelangen über das Hauptmenü ins Abdrehmenü. Hier erscheint nun ein Hinweis, ob die Zahnradpaarung der Anforderung entspricht. Bestätigen Sie dies mit dem Haken und geben Sie die entsprechende Zahnradpaarung ein. In diesem Fall haben wir am Antrieb Z1 eine Zähnezahl von 68 verbaut. Am Abtrieb Z2 wird automatisch die Zähnezahl 42 übernommen. Da diese Zahnradpaarungen in der Konfiguration hinterlegt und nicht veränderbar sind, betätigen Sie nun das Icon für den Kalibriervorgang. In der oberen Leiste sehen Sie, dass das Produkt im Tank 1 und Dosierer 1 ausgewählt wurde. Sofern mehrere Dosierer in der Maschine verbaut sind, können Sie mittels der Pfeile wechseln. Zudem ist bei der Option Halbseitenschaltung ein zweiter Motor verbaut, der auch in dieser Leiste ausgewählt werden kann. In der nächsten Zeile sehen Sie die aktuell konfigurierte Zahnradpaarung, die in der Maschine verbaut sein sollte. Die gewünschte Ausbringmenge in Kilogramm pro Hektar, der aktuelle Kalibrierfaktor, Gramm pro Umdrehung und die Abdrehgeschwindigkeit des Rotors werden angezeigt. Hier sehen Sie den aktuellen Geschwindigkeitsbereich. Geben Sie die Abdrehgeschwindigkeit gemäß Vorgabe ein. Drehen Sie die Abdrehwannen auf die Befüllseite, sodass diese nach oben zu den Dosierern stehen. Jetzt kann das Icon zum Befüllen der Dosierräder betätigt werden. Beachten Sie den Hinweis und bestätigen Sie dies mit dem grünen Haken.
Sobald der Vorgang beendet ist, erlischt das grüne Quadrat am Icon. Leeren Sie anschließend die Abdrehwannen. Nun können Sie das Icon für den Abdrehvorgang betätigen. Ein Hinweis erscheint, dass zum Starten des Abdrehvorgangs der Schalter betätigt werden muss. Je kleiner das Saatgut, desto länger sollte der Abdrehvorgang dauern. Achten Sie darauf, dass die Abdrehwanne nicht überfüllt wird, da dies das Ergebnis verfälschen kann. Der Schalter muss danach wieder deaktiviert werden. Hängen Sie den Wiegesack nun in die dafür vorgesehene Öffnung ein. Entnehmen Sie die beiden Abdrehbehälter und füllen Sie das Saatgut in den Wiegesack. Nun kann der Sack gewogen werden. Achten Sie darauf, dass die Waage mit dem leeren Sack auf 0 gestellt wurde. Außerdem ist darauf zu achten, dass die richtige Maßeinheit eingestellt wurde. Der angezeigte Wert auf der Waage kann nun in das Feld im Menü eingegeben werden. Bestätigen Sie die Eingabe anschließend mit dem grünen Haken. Schließen Sie den Vorgang ab, indem Sie auf das Haken-Icon drücken. Beachten Sie den Hinweis und bestätigen Sie diesen mit dem grünen Haken. Durch das Abdrehen ergibt sich nun ein neuer Geschwindigkeitsbereich. Sollte dieser nicht den Anforderungen entsprechen, wählen Sie bitte ein anderes Serrad, eine andere Bodenklappeneinstellung oder eine andere Zahnradpaarung. Folgen Sie hierzu den Vorgaben in der Betriebsanleitung oder in der Horsch Assist App. Hinweis: Um eine präzisere Aussaat zu gewährleisten, sollte der Abdrehvorgang mindestens zweimal wiederholt werden. In diesem Untermenü können Sie nochmals alle Daten für jeden Dosierer einsehen. Abschließend drehen Sie die Abdrehwannen wieder um, sodass diese mit der Öffnung nach unten stehen. Stellen Sie den Bedienhebel der Abdrehklappe wieder auf Säen. Gleichzeitig werden die Wannen verriegelt. Der Abdrehvorgang ist nun abgeschlossen. Sie können mit der Aussaat beginnen.